Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir machen heute mal so ein bisschen thematisch Crossover, das heißt, wir gucken uns mal drei unterschiedliche Projekte heute in diesem Video an, beziehungsweise wir haben für alle drei Projekte News für euch. Natürlich geht es hier um Deepin, beziehungsweise auch um Krypto, was natürlich unsere Baustelle sozusagen für euch ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Thema rein. Es wurde auch schon sehr oft bei unserer Community angefragt. Und zwar geht es um den Crash Airdrop. Das bedeutet, jeder, der bei Crash mitgemacht hat oder mitmacht, hat aktuell die Möglichkeit zu sehen, wie viel Crash Points man halt auch dementsprechend kommt. Hier seht ihr auch nochmal den Airdrop Breakdown. Das heißt, so ist die Verteilung, also in der Closed Alpha Epoche 1 bis 7, Bonus Epoche und was halt eben noch kommt, seht ihr dementsprechend hier. Ich zeige euch auch das gleich nochmal bei uns in der Aufteilung. Das bedeutet, über diesen Link hier, den packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein, könnt ihr prüfen, wie viele Punkte ihr letztendlich bekommt. Und ja, einerseits cool, es ist ein Airdrop da, sehr schön. Die andere Seite ist, es ist natürlich immer die Frage, wie hoch fällt letztendlich der Token aus. Das heißt, mit welchem Wert kommt der Token auf den Markt, lohnt sich oder lohnt sich es nicht. Ich habe mir da auch mal viele Kommentare dazu durchgelesen, also ihr findet ihr natürlich auch hier unten drunter, dass sich die Leute ein bisschen beschweren, was ich auch verstehen kann. Hier zum Beispiel mal, was könnte denn ein Crust-Token wert sein? Und hier gehen wirklich die Meinungen extrem auseinander. Das geht hier drauf an 50 Cent, 1 bis 3 Dollar, 1 Cent etc. Also hier gehen die Meinungen wirklich überall auseinander. Von daher kann ich euch auch nicht sagen, was letztendlich der Crest-Token wert sein wird. Ich vermute aber mal bei der Menge an Leuten, die mitmachen, die quasi im Projekt mit dabei sind, wird es nicht allzu viel sein. Das heißt, macht euch da bitte keine großen Hoffnungen, was der Airdrop angeht. Ja, wir gucken einfach mal rein. Also wenn ihr auf den Link draufklickt, dann landet ihr auf der Seite. Das heißt, ihr geht auf Connect Wallet. Das heißt, ihr verbindet euch sozusagen mit eurer Wallet. Seht ihr hier, das ist quasi auch meine Helium Wallet, wo das drauf läuft. Dann gebt ihr hier, klickt ihr hier drauf. Und dann seht ihr, bei mir zum Beispiel ist es aktuell so, dass mir 2209 Token in Anführungsstrichen zustehen, wie es im Beitrag schon geschrieben wird, ist es halt eben noch nicht ganz final, diese Kalkulierungsart. Ihr seht es aber, die meisten Punkte haben halt eben gebracht. Die Closed Alpha seht ihr mit knapp 1077 Crash Points. Epoche Nummer 2, also beziehungsweise Epoche 1 Tier 2 hat 441 Crash gebracht und Epoche 2 mit 272. Das waren quasi die Geschichten, die halt eben am meisten Punkte gebracht haben. Ab Epoche 3 seht ihr hier 80, 60, 80, 90, 90 ist es natürlich deutlich weniger. Ja, wie ich es ja schon gesagt habe, was diesem 2209 Punkte Crash Token wert sein werden, keine Ahnung. Wenn ich jetzt mal von 1 Cent ausgehe, haben wir hier ganze 22,09 € auf der Uhr. Den Euro kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Airdrop wird von 2209 €. Von daher wir immer vom geringsten ausgehen. Ich habe auch schon mal irgendwas gesehen mit 0,000 und schlag mich tot. Also ich mache mir jetzt keine Hoffnung großartig, dass hier bei dem Airdrop ein Riesending rauskommt. Alleine schon gemessen anhand von denen, die alle mitmachen. Das sind ja zigtausende von Usern, die das Netzwerk nutzen, beziehungsweise die halt eben die Notlaufen haben. Und jetzt muss erstmal auch Geld reinkommen, damit das halt eben auch an die User, an euch, an uns weitergegeben werden kann. Also, wie gesagt, das ist der aktuelle X-Beitrag dazu. Den Link packe ich euch in natürlich in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr einfach gucken, Link draufklicken, Wallet connecten, hier drauf. Claim geht noch nicht, das heißt, ich kann momentan die Tokens noch nicht claimen, wird halt auch dementsprechend ja kommen. Und wir werden es auf jeden Fall mal sehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr letztendlich geclaimt habt, beziehungsweise claimen könntet. Das heißt, wie das hier bei euch dementsprechend aussieht. Ja, Thema Nummer 2, Jumbo, beziehungsweise das Jumbo Phone. Der ein oder andere von euch hat es sich bestellt und der ein oder andere von euch hat es auch schon bekommen. Das heißt, Jumbo hat zumindest für unsere Region angefangen, den Versand. Also das heißt, jeder, der von euch ein Jumbo-Phone bestellt hat das war glaube ich vor 2 oder 3 Monaten, müsste das Jumbo-Phone mittlerweile bekommen haben. Seht ihr hier, kostet gerade mal 99 $, ist halt eben ein Smartphone, was halt eben Blockchain basierend beziehungsweise so funktionieren sollte. Das heißt, es ist ähnlich wie ein Saga-Phone. Da gibt es ein NFT dazu, Airdrops dazu etc. So sieht das Ganze dementsprechend nochmal auf. Das Display, ich meine, das Telefon ist halt eben von der Performance
nichts anderes wie ein Standard-Smartphone, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, dass wir unser Jumbo-Phone halt eben für irgendwas Deepin-technisches nutzen werden. Keine Ahnung, Akku-Rust oder eine Note drauf laufen lassen oder irgendwas in der Richtung. Aber wie gesagt, das ist jetzt draußen. Das heißt, der eine oder andere von euch hat es schon bekommen. Und jeder, der dieses Smartphone hat, hat natürlich auch Vorteile. Zum Beispiel auch Airdrops. Ich weiß nicht, was am Jumbo-Phone jetzt schon in Airdrops ausgeworfen wurde. Ich kann es euch nicht direkt sagen. Was ich allerdings gesehen habe, ist, dass wenn man mal auf die offizielle Seite geht, also Jumbo Technologies, sieht man zum Beispiel auch, dass es jetzt am 6. September mit Kestel, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, gibt es eine Partnership und hier steht auch drin, has loaded up your phones with rewards. Das heißt, dass der eine oder andere von euch auch dementsprechend aus diesem System einen Airdrop, ein paar Token oder irgendwas in der Richtung bekommen haben muss. Ja, und das geht auch und so weiter. Das heißt, Jumbo ist auch bemüht, hier dementsprechend auch mit anderen Kommunikation zu führen. Das bedeutet auch, dass Airdrops rankommen, sozusagen. Und das wird halt eben alles noch passieren bei dem Telefon. Ja, und wir sind auf jeden Fall auch mal gespannt. Ja, ich habe mit den anderen Leuten alle mitbestellt, also mit euch sozusagen, wo ich das im Video vorgestellt habe. Meins ist noch nicht da, komischerweise, ich weiß, aber ich habe schon gelesen bei uns in der Telegram-Community, dass das Jumbo-Phone da ist. Ja, und auch hier haut einfach mal eure Erfahrungen in die Kommentare unten rein. Über diesen, wir haben auch eine aktive Discord-Community, ich sage es jedes Mal, Telegram-Community, kommt einfach mit rein. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten Jumbo Phone.xyz ist die Seite. Guckt einfach mal hier bei X einfach mal vorbei. Ja, last but not least, und ich sage es immer wieder, beziehungsweise ich zeige euch das hier immer wieder gern, weil auch immer wieder solche Geschichten kommen, wie Deepins finanzieren sich durch die Hardware, die verkauft werden. Ich möchte da nicht den Zahlen rausnehmen aus der Geschichte. Ich meine, bei manchen Deepins ist es vielleicht so, aber eigentlich nicht. Ja, Wingbits. Es gibt einen neuen Bericht beziehungsweise einen neuen Report und zwar der ist ganz frisch, der ist vom 11. September 23:01 Uhr. Das schwedische Startup möchte die Flugverfolgungs-Community per Blockchain bezahlen. Wingbits kennt ihr ja alle und hat gerade eine Startkapitalfinanzierung in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das heißt, Wingbits hat Kapital, Wingbits hat quasi Einnahmen beziehungsweise eine Finanzierung bekommen. Und das ist richtig, richtig gut. Das meiste von diesen Einnahmen, was sie hier dementsprechend bekommen haben, oder beziehungsweise viel davon wird in den Wingbits Token gehen, also Liquidity, beziehungsweise Token Generation Event, etc. Und alles weitere wird halt eben auch benutzt, um das Ganze, die Plattform zu entwickeln. Die Leute wollen bezahlt werden. Die beiden hier, die möchten auch irgendwo ein bisschen Geld mit dir dran verdienen und so weiter und so fort. Hier in dem Beitrag steht halt eben nochmal drin, das sind, wenn das Foto richtig ist, sollten das die beiden Gründer letztendlich sein. Und das seht ihr nochmal hier, ein neuer Start möchte im Netzwerk Enthusiasten für den Dienst bezahlen, den Einnahmen Blockchain-Technologie teilt. Das heißt, ihr kennt das ja bei Wingbits, dass ihr quasi mit eurer Antenne da unterstützt. Das Ganze soll Blockchain-basierend sein. So werden halt dementsprechend auch die Rewards beziehungsweise generiert oder verteilt. Generiert er durchs TGE, verteilt halt eben Blockchain, Algorithmen oder je nachdem, wie gut eure Station letztendlich ist. Basierend auf ihrer Leistung als Datenanbieter werden anteilig belohnt, sagte Mitbegründer Robin Wingard. Okay, jetzt könnte man vielleicht auch sagen, okay, Wingard, Wingbits, na, ist da irgendwo der Name mit Einflussgeber für Wingbits? Ich denke schon. Ja, und hier, ich packe euch nochmal den Link in die Videobeschreibung rein. Ihr könnt es euch in Ruhe durchlesen. Ich habe es mal vom Englischen aufs Deutsche übersetzt. Das heißt, das wird halt eben wahrscheinlich eine coole Geschichte. Ich meine, ich möchte keine Spekulation machen, was Wingbits später abwerfen wird. Ich darf es auch ganz einfach nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde es halt gut, dass Wingbits als Projekt 3,5 Millionen Dollar Finanzierung bekommen hat. Das heißt auch übersetzt, dass andere Geldgeber, Investoren, die eine Finanzspritze geben, auch davon überzeugt sind. Das heißt, der Use Case ist ja da. Ihr kennt ja zum Beispiel Flightradar 24, wenn ihr ein Handy-App Flugverfolgung macht. Wingbits könnte sozusagen ein Datengeber für Flightradar 24 sein. Es gibt schon ähnliche Flugnetzwerke, die auf ADS-B
Also wie ihr das mit Wingbits betreibt, gibt es auch schon 2, 3 andere ähnliche. Die bezahlen allerdings ihre User nicht, also in Wingbits Token zum Beispiel, sondern da macht man das quasi, wie heißt es so schön, freiwillig. Also ja, wenn man halt eben eine Leistung anbietet, wo man nichts dafür bekommt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt ehrenamtlich, genau. Es gibt viele Ehrenamtliche, die halt eben das auch machen, auch mit einer ADSB-Station für Netzwerke. Und Wingbits möchte halt eben, dass jeder da belohnt wird dafür, um da dementsprechend mitzumachen. Alle Informationen dazu findet ihr auf wingbits.com. Ihr kennt die Website, wir haben das Projekt schon so vorgestellt. Wir sind auch mit drin. Wir sind jetzt gerade dabei, unser Setup da noch ein bisschen zu erweitern, was das angeht. Wie gesagt, auch diesen Link packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz alles zusammen. Also wie gesagt, Crash hatte ich euch gerade erklärt. Da ist halt eben der Airdrop aktuell. Ihr könnt prüfen, wie viel ihr im Airdrop bekommt. Ich kann euch aber leider nicht sagen, was das aktuell in Euro sein wird, beziehungsweise was letztendlich effektiv herumkommt. Je mehr natürlich, umso besser. Thema Nummer 2 war das Jumbophone. Das Jumbophone, ich hatte es euch ja hier in Twitter nochmal gezeigt, beziehungsweise auf X. Das heißt, hier gibt es auch Partnerschaften, hier wird es auch noch Airdrops oder Giveaways oder irgendwas in der Richtung geben. Jumbophone kann man für 99 $, kommt natürlich noch Versand mit dazu. Hier auf der Seite ordern, jumbophone.xyz. Das soll jetzt keine Verkaufsberatung oder irgend sowas sein. Bitte do your own research, schaut selber nochmal drüber, ist es was für euch, ist es nichts für euch. Ja, es ist sowas ähnliches wie Sagaphone, was ihr ja schon kennt. Nur ich denke mal, dass hier die Airdrops nicht allzu hoch ausfallen werden. Trotzdem ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Ansonsten habt ein Smartphone für 99 $ plus Versand, was ihr verschenken könnt oder für andere Projekte natürlich auch benutzen könnt letztendlich. Ja, und last but not least die Finanzspritze bzw. die Finanzierung von Wingbits in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar. Leute, ihr seht, es geht quasi vorwärts. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie es das Ganze entwickelt wird und was wir bei Wingbits rausholen werden. Ja, und alle, die dabei sind, ich drücke uns die Daumen. Wir werden sehen, wie es das entwickelt. Ihr wisst ja, bald kommt der WB200 raus. Das ist eine fix und fertige Wingbit-Station. Mal gucken, was die kostet. Und dann muss man halt eben auch mal gucken, was im Gegenzug an Rewards rumkommt. Wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich habe schon wieder zu viel gelabert, sehe ich ja gerade. Wünsche euch was. Lasst einfach einen Kommentar, Like oder noch geiler wäre ein Abo da. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.